Einem ehemaligen Tour de France-Fahrer an den Waden zu hängen, generell mal in großer Gruppe richtig sportlich Rennrad zu fahren und dabei eine für mich neue Region zu entdecken, nämlich Rheinhessen. All das sind Checkboxes, die ich in diesem Sommer abhaken durfte. Jetzt färben sich langsam die Blätter bunt. Es ist Herbst und es heißt Revue passieren zu lassen, nämlich den Roadie Summit mit Shin-Shin Cycling und Rose Bikes. Ein wirklich tolles Event, das werdet ihr gleich sehen und ich bekomme auch ordentlich mein Fett weg, denn so richtig Rennradmäßig bin ich ja noch nicht unterwegs gewesen und ihr werdet eintauchen in eine neue Region mit spannenden Persönlichkeiten, mit Marcel Kittel, mit dem Rose Racing Circle, mit Paula, die ihr sicherlich von Instagram in den letzten Wochen wahrgenommen und ja kennengelernt habt, die für ihren Marathon trainiert hat. Und wir gehen jetzt zunächst einmal hinein in einen richtig schön umgebauten Hof und von dort starten wir dann die Rennradtouren durch die Weinanbauregion, eine der größten Weinanbauregionen Deutschlands, nämlich Rheinhessen. Auf geht's! Michi, bester Tourführer! Man kann nur Fehler machen beim Sport. Ja, alles unter 30 ist kein Training. Sauerlinus! Guten Morgen. Hallo. Ja, ihr seht schon richtige Vorbereitungszeit hier gerade. Alle packen ihre Räder, ziehen sich an. Wir haben richtig gutes Wetter und eigentlich würde ich heute lieber mit diesem Wagen fahren. Was ein schöner T1, der hier im Hof steht. Allgemein so ein richtig schöner Hof hier umgebaut von einer sehr, sehr netten Familie, die wir gestern Abend schon kennengelernt haben. Wir starten jetzt um 10 Uhr auf die erste Radtour durch Rheinhessen. Bin sehr gespannt. Und aufgeregt. Ich glaube, einige andere sind das auch. Wie geht's dir heute Morgen? Ja, ich bin auch nervös, ein bisschen. Ich fühle mich, als ob wir ein Rennen fahren würden. Dabei bin ich schon oft genug 100 Kilometer gefahren, aber Ja. ich freue mich auf alle. Ja, die anderen sind, glaube ich, schon mit Gas so unterwegs. Fit, die sind alle so fit. Ja, ja. Aber wir beide machen das schon auch. Bitte, wir ziehen Check, gegenseitig. auf geht's. Es gibt 3 Themen, bei denen auffällt, dass ich absoluter Radtourist und Mountainbiker bin. Erstens, das fährt hier keiner. Eine Handyhalterung, das gibt's hier nicht. Normalerweise sieht das so aus. Das zweite, und das dritte, aus meiner Mountainbike-Zeit mitgenommen, die Crank Brothers. Das sieht eigentlich so vernünftig aus. Ich glaube, das sind meine Ausreden heute. Ich hätte noch eine. Du hast noch eine. Der eine Flaschenhalter. Eine Flaschenhalter. Los geht's. Direkt zum Start mal hinterm Besenwagen. So, ihr beiden, ich glaube, wir regeln das so. Ich habe hier so eine Hand links frei und dann hänge ich mich dran, oder? Wir können schneller fahren. Viel Spaß euch! Schon nach dem ersten Kilometer hat sich hier so eine Gruppe vorne aufgetan. Da hinten hängen sie ein bisschen nach. Ich glaube, ich versuch's. Ich versuch's einfach mal vorne dran zu bleiben. Die sind topfit, die Leute. Mal gucken, wie es klappt. Ja? Ist doch schön heute. Ja, Bestes mega. Wetter für eine Auswahl. So sieht's aus. 100 Kilometer, ganz entspannt. Ganz entspannt. Ist das so dein normales Training, die normale Trainingsrunde unter der Woche, 100 Kilometer oder? Oh, kann man schon mal machen, ja. Ja. Kann man schon mal. Ich glaube, es ist nicht mehr weit bis zum ersten Weingut. Ich
bin ja so froh, dass ich noch den zweiten Flaschenhalter dran gemacht habe, weil sonst, Ist warm, ne? ja, Vor allem wenn man eine Weste an. der nächste Fehler. Ja. Man kann nur Fehler machen beim Skisport. Scheiße. Hier mitten durch die Reben ein Traum. T-5 Kilometer Weingut. Richtig gute Leute, die hier zusammengekommen sind. Der Linus ist so ein bisschen das Bindeglied. Ich glaube, du kennst alle, ne? Und ich glaube, du bist auch echt einer, der wirklich am längsten von all den Leuten hier mit dabei ist. Ah, krass. Okay. Toll. Ja, auch nicht schlecht. Schon mal gut zu hören. Zeigt aber auch, dass ich alt bin, leider. Weise. Weise. Linus, was ist deine Favorite-Radregion? Boah. Ich glaube, alles, was so ein bisschen Mittelgebirge ist. Ein paar Höhenmeter, Wälder. So Winterberg-Style? Ja, Sauerland schon auch extrem. Wie läuft's bei dir? 10 von 10. Oder? Also Natur Premium, oder? Hey. Oberschenkel brennen. Aber Leute, der Kessel muss brennen. Der Kessel muss brennen. Das ist Paulas zweite 100-Kilometer-Tour, oder? Ja. Sehr gut. Die erste war mit Kai Pflaume. Komm, Aua, ich kann nicht mehr. du fährst weiter, du schaffst das. 100! Ja! Woo! Ja, so ein bisschen Heimatregion bei mir. München, Starnberger See, Ammersee wart ihr unterwegs, ne? Richtig stark. Und jetzt treten wir erstmal rein. Danke! Für den Goodiebag mitgenommen. Ja, jetzt sind wir am ersten Weingut angekommen und das ist das Besondere an hier der Runde. Wir verbinden quasi das Radfahren mit der Kultur des Weines hier in der Region im Rheinhessen. Ist, wie ich eben erfahren habe, so ein bisschen das Epizentrum des deutschen Weinbaus. Wenn man da, wo wir gerade sind, einen Radius von 70 Kilometern zieht, dann hat man 70% des Weinbaus in Deutschland. Korrigiert mich, wenn das anders ist. Ich bin da jetzt nicht tief drin. Und jetzt schaue ich mal, wie der Wein schmeckt und nehme euch ein bisschen mit. Richtig stark, sowas mal zu sehen. Mit der Scheurebe zusammen. Kommt eigentlich aus Frankreich. Und da führt er das Feld an. Sauer, Linus! Schaut euch das hier an, ein Traum. Mega Route. Platter Reifen. Wäre so aufgeschmissen gewesen, ey. Super gut. Also, läuft wieder. So langsam sind wir auf der Zielgeraden. Ich muss auch ehrlich sagen, für heute bin ich gut bedient. Ging schon ordentlich rein, immer hoch, runter. Wir haben auch in Summe 1000 Höhenmeter gemacht. Und jetzt heißt es gleich lecker Abendessen. Vielleicht auch noch das ein oder andere kühle Getränk. Mal schauen.
ein Hammer auf jeden Fall heute hier gefahren zu sein. Meister, ich bin stolz auf dich. Oh, So, ey. 105 Kilometer. Was für ein Ritt. Erstmal ein kühles, verdient. Und jetzt zeige ich euch mal was, ganz besonders. Also der Hof hier, ihr seht es ja eh, ist der Hammer, wie die das hier ausgebaut haben. Aber es wird noch besser im Garten. Oh, ist das schön hier. Wahnsinn. Schaut euch das an. Ein Hammer. Hier kannst du noch schlafen draußen. Auch ein Rad, mit dem wir morgen mal die Tour machen können und dann hier die Natur. Ein Traum, wirklich. Cool Action. Premium. Schön kühl. Hier arschkalte Dusche, auch erstmal geil. Boah, und dann da rein. Ja, ich bin sofort dabei. Okay, das ist raus. Oh. Aprikose mit Ziegenkäse und Wildschinken. Ja, ey, das ist echt einfach Urlaub in Rheinhessen. Wir werden hier versorgt. So, Tag 2 hier. Hof Eckstein, gerade gut gefrühstückt. Meine Beine sind auf jeden Fall gut angestrengt. Ich glaube, viele andere haben da nicht so das Problem mit. Aber ja, gestern Abend habe ich mir hier noch ein bisschen so einen Recovery-Shake gegönnt und jetzt haue ich mir hier mal noch so ein bisschen Unterstützung in die Flasche. Habe ich noch nicht probiert, von Ministry, kenne ich bisher nicht. Und hier liegen auch so ein paar Gels aus, also ein bisschen was in die Richtung ausprobieren. Und dann schauen wir mal, was das heute für eine Runde wird. So, was fahren wir heute? 130, 1700 Höhenmeter. Mindestens 3 Stopps. Einmal So für nämlich. Kaffee, Kuchen, einmal für Wein, Gelato vielleicht noch? einmal um auf dich zu warten, glaube ich. Ja. Und wie viel schwerer sind eigentlich die Touren heute im Vergleich zur Tour de France? Also sie sind deutlich leichter. Was? Ja, der 1600 Höhenmeter ist eine Sprintetappe, Junge. Wir haben heute eine ganz entspannte Tour. Ganz entspannte Tage. Ja, RTF, Radtouristikfahrt. So machen wir das. Ja, jetzt Mal- gönn dir die schon mal. Nochmal voressen quasi, weißt du, als schwerer Fahrer Ah. die Carbs früh rein. Boah, wird wieder so gepumpt da vorne. Der Stern ist da. Aber es läuft tatsächlich ganz gut, wenn man dann einmal wieder im Sattel sitzt und die Beine mal wieder im Treten sind, geht schon ganz gut voran. Bei dir läuft auch ordentlich, Marcel. Ich habe brutale Form heute. Boah, Brutale Form. Ich bin, ich glaube, nochmal 100% besser geworden. Ja. Also bergab. Ihr führt uns hier durch die besten Ecken, ey. Dankeschön. Das ist schon traumhaft. Wir fahren jetzt mal so Richtung alte Welt, wie wir es nennen, ins Entschuldigung, Nahrtal. Und dann geht es so langsam in Hunsrück. Wird hügeliger, bergiger. Wir machen jetzt quasi hier so in den Seitentälern von der Nahe so Tälerhopping. Cool. Ja. Yeah, Lisa! Schön, oder? Schön, total schön. Lilos in der Aerodynamik. Gute. Eieiei. Jetzt hast du hier aber einen Schmankerl rausgesucht, hä? Selbstverständlich. Richtig schöner kleiner Ort hier in Meisenheim, wo wir gerade sind. Und Michi hat mir gerade erzählt, dass der Ort ja richtig Glück hatte, über die letzten Jahrhunderte auch bei Kriegen komplett verschont geblieben zu sein. Und bei dem Wetter hier mit der historischen Altstadt richtig schön. Schauen wir uns gleich mal noch ein bisschen um. Jetzt aber erstmal Käffchen. Also, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Es gibt eine Push-Gruppe mit 130 Kilometern und eine entspanntere mit 90 Kilometern und ein bisschen Eisdielenstopp. Und
ich glaube, es wird die entspannte. Also, entspannte Gruppe, jetzt noch zu siebt. Wir rollen so ein bisschen an der Nahe entlang zum Weingut. Die anderen geben sich noch ein bisschen mehr Hunsrück und Berge. Gefühlt kommt für mich jetzt der schönste Abschnitt, den wir hier im Nahetal zu bieten haben. Schaut euch das an! Ein Traum. Und der Michi erzählt das so gut, ne? Wir erfahren gerade so viel über die Region hier. Müsst ihr unbedingt mal hin, echt. Yes! Ja. Michi, wir sind beim nächsten Weingut angekommen. Genau. Wo sind wir? Wir sind jetzt in Münster-Samsheim beim VDP-Weingut Kruger Rumpf. VDP? Und der liebe Georg schenkt uns hier, glaube ich, mal einen guten Sekt ein und erzählt uns mal ein bisschen was zum Nahwein und zu seiner Philosophie des Weinbaus hier. Stark. Und du hast auch gesagt, du gehst hier häufig auch privat einfach essen abends. Ne? Genau. Also. Wer mal etwas entspannter und gehobener ausgehen möchte, Hier kommen die Tipps. das ist die Adresse. So, packe ich euch auch mal unten in die Beschreibung, genauso wie die beiden Touren. Sag mal, warum habt ihr Chin Chin gegründet? Was ist so euer Beweggrund bei dem ganzen Thema? Also ganz einfach gesagt ist, wir wollen ein junges, urbanes Publikum bei uns in die Heimatregion bringen, weil der Tourismus hier nicht unbedingt auf die Zielgruppe abzielt. Sportiv, jung, urban, Lust und Leidenschaft auch so ein bisschen in der Kulinarik sucht und ja, man kann einfach die Region sehr, sehr schön mit dem Fahrrad entdecken. Hammer. Ganz unterschiedlich, also vom flachen und welligen Tälern und Rheinhessen über den hügeligen Hunsrück zum sehr zerklüftigen Nahetal. Also es macht schon sehr, sehr Spaß, es ist extrem abwechslungsreich und man kommt hier definitiv auf seine Kosten. Es ist einfach underrated und wir wollen es so ein bisschen auf die Landkarte bringen. Wie viele Events habt ihr pro Jahr? So zwischen 2 und 4, je nachdem wie wir selbst kapazitär ausgelastet sind von Jahr zu Jahr. Aber ja, wir wollen schon so 2, 3, 4 Events pro Jahr anbieten. Cool. Tendenziell mehr Rennrad, aber Gravel haben wir jetzt dieses Jahr auch für die Region entdeckt. Sehr gut. Das lässt sich hier auch extrem gut ausüben. Also wer da Interesse hat, auch unten in der Beschreibung. Perfekt. Boah, hier wird man gerade noch mal richtig getreten, ey. Ich glaube, die letzten 5 brechen an. Gute Runde. Mein lieber Schatzi, ey. Gepackt. Die heutige Tour. Check, nochmal 100 Kilometer und jetzt sind wir nach Pool und Dusche wieder am Wein trinken. Aber jetzt kommt erst der richtige Wein ins Spiel. Und zwar, der Michi, den habt ihr jetzt schon ein paar Mal im Video gesehen, hat hier auch seinen eigenen Wein mitgebracht. Ist unfiltrierter Riesling, mache ich hobbymäßig nebenbei und ja, ist so ein kleines Herzensprojekt. Wie ist die Lage? Ja, roundabout 1000 Liter. Schön. Also so 1300. Richtig schön hier. Da hinten ist so ein Bienenstock, Kräutergarten. Da drüben laufen irgendwelche Hühner, frei natürlich. Ziegen da drüben. Eigener Wein. Also, was will man mehr? Ich weiß nicht, das ist ein richtiges Happy Land hier. Oh! Ultra lecker geil. Kalbsfleisch mit Thunfischsoße, genau, gerne. Ja, und damit endet das Video und ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mal was ganz anderes, viele spannende neue Charaktere kennengelernt. Marcel Kittel, ein super Typ, Paula kennengelernt, viele der Rose-Athleten aus den verschiedenen Racing-Teams kennengelernt, nicht mithalten können. Also echt krass, wie die da die Watt in die Pedale treten und da bin ich bei weitem nicht. Das hat aber trotzdem sehr großen Spaß gemacht, euch an der Stelle auch mitzunehmen. Ich hoffe, das hat euch auch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, packt sie wie immer gerne unten in die Kommentare, abonniert den Kanal, Daumen hoch, ihr kennt das Ganze. Vielen Dank an Eileen für den Schnitt und jetzt sehen wir uns im nächsten Video wieder. Das ist hier eingeblendet, zum Beispiel eine Rennradtour oder vielleicht auch ein nächstes Wintererlebnis, der kommt ja auch schon bald wieder. Euch einen sehr schönen Tag und tschüss.